Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch die Grundzutaten vorstellen, die wir verwenden, um Schokolade herzustellen. Auf diesem Teller könnt ihr die Schokolade sehen, die ich euch in einem anderen Video schon vorgestellt habe. Das sind leider nur noch Reste, deswegen muss ich bald neue Schokolade herstellen. Und deswegen habe ich euch die Möglichkeit gegeben, mir zu schreiben, wenn ihr noch ein paar Wünsche habt, was ich an Schokolade herstellen soll. Das sind die Pralinen, zweischichtig, das rutscht. Hier könnt ihr das sehen, das sind 2 Schichten. So, also das liegt hier auf dem Teller, aber in diesem Video geht es um die Grundzutaten. Und zwar seht ihr hier als erstes die Kakaobutter. Die mache ich auch einmal auf. So sieht Kakaobutter aus. Ja, die hat auch einen leicht schokoladigen Geruch. Dann seht ihr hier einen Honig. Das ist ein neutraler Honig, also der möglichst neutral im Geschmack ist. Ich habe aber sogar einmal Eukalyptushonig für, ja nicht für Schokolade, aber für meine Nougat-Creme benutzt. Das hat man auch nicht geschmeckt. Also ja, man kann damit Probleme bekommen. Also wenn ihr einen sehr, sehr extrem schmeckenden Honig benutzt, dann kann das sein, dass man es nachher rausschmeckt und das ist dann unter Umständen nicht so schön, was natürlich auch Geschmackssache ist. Aber für den Anfang solltet ihr auf jeden Fall einen ganz einfachen Honig nehmen. Akazienhonig eignet sich auch ganz besonders gut. Und ja, den werde ich euch jetzt tatsächlich doch auch noch einmal holen. Das ist Akazienhonig, den erkennt ihr an seiner ganz klaren Farbe. Also der ist so durchsichtig. Man kann sogar meine Hand auf der anderen Seite, man kann das Etikett sehen, genau. Also der ist durchsichtig und sieht so ein bisschen aus wie flüssiges Gold. Das ist Akazienhonig. Der schmeckt ganz besonders gut, ist aber dann doch ein bisschen teurer auch noch als so eine Blütenmischung. Ja, das müsst ihr letztendlich selber entscheiden. Und wenn ihr andere Honige verwendet, die ein kräftigeres Aroma haben, dann würde ich euch empfehlen, das erst einmal mit ein kleines bisschen Schokolade zu probieren, damit ihr dann beim nächsten Mal wisst, ob es euch schmeckt und ihr nicht nachher die teure Kakaobutter gar nicht richtig genießen könnt. Hier habe ich jetzt zum Glück 3 verschiedene Kakao-Packungen gefunden, die bei uns stehen. Das ist alles Kakao, das ist ein und das gleiche. Das ist auch alles ein 100%iger Kakao. Also nicht das, was man im Supermarkt kauft und dann mit Milch anrührt als Getränk morgens. Ja, was heißt man? Also wir machen das eigentlich nicht. Ich habe den Kakao seit Jahren nicht mehr gegessen oder getrunken. So, hier seht ihr jetzt bei den Zutaten. Generell möchte ich noch einmal darauf hinweisen, wenn ihr etwas kauft und ihr wollt gesund leben, achtet immer auf die Zutaten. So, hier ist jetzt Kakaopulver drin und dann als Säureregulator, aber das Licht. So, und dann als Säureregulator Kaliumcarbonat. Das ist ein Bio-Kakao. Bei den Nicht-Bio-Kakaos habe ich hier als Säureregulatoren Kaliumcarbonat und Natriumhydroxid. Und hier genau das gleiche. Also ihr seht, einen Säureregulator haben wir jetzt hier bei diesem Bioprodukt auch mit drin. Es gibt den bestimmt auch ganz ohne Säureregulatoren. Gesünder ist das wahrscheinlich. Ja, aber
manchmal hat man auch nicht die Zeit oder das Geld, sich die allerbesten Produkte zu kaufen. Wichtig finde ich aber, dass hier jetzt kein Zucker mit drin ist, denn meine Schokolade soll ja gerade ohne Zucker sein. So, als nächstes gibt es einen kleinen Unterschied beim Kakao, auf den ihr achten solltet, der sich geschmacklich, aber vor allen Dingen auch gesundheitlich auswirkt. Dieser Kakao ist schwach entölt. Bei diesem Kakao habe ich überall geguckt. Ich halte mal nochmal alles ins Bild. Also ich sehe hier nichts dazu, wie der entölt ist. Und das zum Beispiel finde ich persönlich nicht so schön. Denn das bedeutet, hier möchte mir jemand einfach etwas nicht sagen. Ja, schade. Hier steht es tatsächlich nicht drauf. Das bedeutet dann aber, dass es eben stark entölt ist. Das ist üblich bei Kakao. Wenn ihr den so kauft, ist der meistens stark entölt. Aber hier haben wir tatsächlich zwei Produkte. Das ist kein Bio, aber der ist trotzdem schwach entölt. Und das ist Bio. Und auch bei Bio gibt es leider auch den stark entölten. Also immer aufpassen, welchen Kakao ihr nehmt. Der schwach entölte ist gesünder, schmeckt deutlich besser. Und das merkt ihr am Ende auch in eurer Schokolade. Oder auch wenn ihr einen Kakao selber euch anrühren wollt ohne Zucker. Wir nehmen auch für Kakao Honig. Wir nehmen für alles Vollrohrzucker oder Honig. Dann macht es einen geschmacklichen, immensen Unterschied, ob ihr schwach entölten oder stark entölten Kakao habt. So, das war's zu dem Kakao. Nein, genau, das hätte ich fast vergessen. Und zwar seht ihr dieses Zeichen hier. Ja, UTZ zertifiziert. Hier ist es auch noch einmal erklärt, was das bedeutet. Das halte ich einmal in die Kamera und lese es vor. Mit dem Kauf von UTZ-zertifiziertem Kakao unterstützt Real, ja, jetzt mache ich Schleichwerbung, das lässt sich jetzt leider nicht vermeiden, nachhaltigen Kakaoanbau. UTZ-zertifizierte Bauern setzen bessere Anbaumethoden im Hinblick auf Menschen und Umwelt ein. Also, und hier ist die Internetadresse, auf der ihr nochmal nachlesen könnt, was genau hinter UTZ steckt. Es gibt sehr verschiedene Zertifizierungen für Kakao und auch Kakaobutter. Das ist hier das eigene Fairtrade-Zeichen von Rapunzel. Ich möchte euch deswegen darauf aufmerksam machen, weil, ja, wie ihr jetzt hier schon gelesen habt, diese Zertifizierungen deswegen existieren, weil es sehr lange üblich war, ja und eigentlich immer noch üblich ist, beim Kauf von Produkten aus ärmeren Ländern, die Bauern, die die ganze Arbeit haben, das Produkt herzustellen, auszubeuten und denen fast gar nichts dafür zu zahlen, sodass die teilweise gar nicht mehr davon leben können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht unbedingt Schokolade essen, wenn ich dann daran denke, dass dadurch, dass ich diese Schokolade esse, vielleicht eine Familie, ja, ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten kann, die Kinder nichts mehr zu essen haben. Und ja, das ist eine sehr tragische Geschichte, die sich da ereignen kann. Und das kann man eben unterstützen und ein bisschen vermeiden, indem man versucht, möglichst Fairtrade-Produkte zu kaufen, die also fair gehandelt wurden. Fairtrade heißt auf Deutsch fair handeln. Und also nicht verhandeln mit V-E-R, sondern fair, wie das englische F-A-I-R, handeln. Also fairer Handel. Und das bedeutet dann eben, dass die Bauern, ich hoffe es, wirklich so viel Geld bekommen, dass die wenigstens davon leben können, von dem Verkauf der Kakaobohnen und der Kakaobutter. Und Bananen zum Beispiel, habe ich auch gesehen, sind teilweise zertifiziert. Zertifizierung hilft dann vielleicht auch, dass die Kinder zum Beispiel die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen. Und ich denke, da sind sehr, sehr viele Folgen dran gebunden. Ich
Ich hoffe, dass es auch tatsächlich so funktioniert, wie man sich das vorstellt. So, hier habe ich euch noch einmal das Fairtrade-Zeichen im Internet herausgesucht, das mir geläufiger ist. Hier seht ihr auch nochmal, dass da verschiedene, hier oder das oder das oder das, dass da noch verschiedene Fairtrade-Zeichen existieren von verschiedenen Unternehmen. Ja, aber am bekanntesten ist, glaube ich, das hier. So, das seht ihr auch bei der Kakaobutter. Genau, hier wollte ich euch noch kurz zeigen. Das ist auch auf Französisch, Italienisch und für alle Niederländer unter euch steht das hier nämlich auch auf Niederländisch. Ja, das war es eigentlich. Das sind die Grundzutaten. Bei der Kakaobutter müsst ihr unbedingt darauf achten, dass ihr die sehr, sehr vorsichtig schmelzt. Und dann könnt ihr eigentlich nicht viel falsch daran machen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann vergesst nicht, mich zu liken, zu abonnieren und mir vor allen Dingen zu schreiben, wenn ihr neue Ideen habt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und ja, bis zum nächsten Mal.